willkommen in Sorgis Home. Heute werde ich euch zeigen, wie man so ein Schweinchen häkelt. Und zwar für dieses Schweinchen benötigen wir eine rosa Wolle, bisschen dunkelrosa Wolle für die Schnauze und bisschen schwarze Wolle für die Augen. Heute habe ich mich entschieden für den Quietschschwein. Sie können natürlich ein Rasselschweinchen häkeln, denn auch dieses Schweinchen hat nichts, ich möchte nicht sagen nichts im Kopf. Es ist einfach so schöne handliche Figur, also Spielfigur fürs Kinder oder fürs kleines Kind. Und ich fange zuerst mal vom Kopf an und arbeite ich mich weiter nach vorne. So, ich häkel zuerst 10 Luftmaschen, beziehungsweise eine Kette aus 10 Luftmaschen. Dann wende ich die Arbeit und in die zweite Luftmasche häkle ich 2 feste Maschen, also praktisch verdopple ich die zweite Luftmasche. Und dann häkle ich weiter 7 feste Maschen. In die letzte Masche häkle ich 4 festen Maschen rein, also praktisch 4 Maschen in eine Masche häkeln. Also 4 festen Maschen in die letzte Luftmasche. 2, 3 und 4. Und so entsteht eine Rundung. Und dann weiter wieder 7 festen Maschen häkeln. Die erste Runde beende ich, indem ich in die letzte Luftmasche 2 Maschen reinhäkeln. Also die letzte Masche verdopple ich. Ich nehme jetzt einen Markierungsfaden und mit dieser Markierungsfaden wird mir halt dann zeigen, wo die Runden enden. Und ich häkel dann jetzt weiter. Und zwar in der zweiten Runde wird die erste Masche verdoppelt. Das heißt hier 2 Festmaschen reinhäkeln. Und da häkle ich die weitere 8 festen Maschen. Also die 8 festen Maschen habe ich gehäkelt. Dann werde ich die nächsten 3 Maschen verdoppeln. Ich häkle wieder 8 festen Maschen. Und die letzten 2 Maschen in dieser Runde verdopple ich. In der Runde 3 häkle ich erste Masche als eine feste Masche. Dann die nächste Masche verdopple ich. Jetzt häkle ich 10 weitere festen Maschen. Dann verdopple ich einmal. Dann 2 feste Maschen häkeln. Und jetzt nochmal verdoppeln. Dann wieder 10 festen Maschen. Und jetzt die vorletzte Masche verdoppeln in dieser Reihe. Und die letzte als feste Masche häkeln.
Also die Reihe 3 hat 32 festen Maschen und diese 32 festen Maschen werde ich jetzt in Reihe 4 häkeln, ohne Abnahme und ohne Zunahme. Die Runde 5 bzw. die Reihe 5, ich häkle zuerst 2 feste Maschen. Dann einmal verdoppeln. Dann häkle ich 11 Festmaschen. Verdoppeln wieder, also die nächste Masche wird verdoppelt. 3 feste Maschen. Nochmal verdoppeln. Die weitere 11 Maschen als feste Maschen häkeln. Also die vorletzte Masche in dieser Reihe wird verdoppelt. Und die letzte Masche als feste Masche gehäkelt. Diese Reihe, also die Reihe 5, hat insgesamt 36 feste Maschen und da wird die nächste Reihe auch mit 36 festen Maschen gehäkelt. Die Reihe 7, die erste Masche wird verdoppelt. Dann werden die nächsten 4 Maschen als feste Maschen gehäkelt. Dann nochmal verdoppeln. Dann weitere 4 Maschen als feste Maschen häkeln. Also man verdoppelt jetzt 4 Mal nach jede 4. Masche, also es wird praktisch jede 5. Masche verdoppelt. Und zwar 4 Mal. Ich habe jetzt 4 Doppelmasche, nach jede 4. Masche 4 Mal verdoppelt. Und jetzt verdoppel ich wieder eine Masche. Und häkle weitere 7 feste Maschen. Da verdopple ich nochmal und bis zum Schluss häkle ich weiter 7 feste Maschen. So, die Reihe 7 hat 42 feste Maschen und die Reihe 8 wird auch 42 feste Maschen haben. Also ich häkle jetzt die Reihe 8 ohne Zunahme und ohne Abnahme mit 42 feste Maschen. Ich beende jetzt die Reihe. Und fange jetzt die nächste Reihe. In der nächsten Reihe bzw. in der Reihe 9 wird die erste Masche verdoppelt. Und da werden nächste 5 Maschen als feste Maschen gehäkelt. Dann verdoppel ich das wieder. Und die nächsten 5 Maschen werden wieder als feste Maschen gehäkelt, verdoppeln und dieser Vorgang wird 4 Mal wiederholt, wie in voriger Reihe. So, das habe ich jetzt 4 Mal gemacht und jetzt wird die nächste Masche verdoppelt und dann weitere 8 als feste Maschen gehäkelt und das 2 Mal.
So, diese Runde wird jetzt auch beendet und die nächste Runde, und sie hat 48 Festmaschen. Die nächste Runde, also die Runde 10, auch einfach mit 48 festen Maschen häkeln. So, die Reihe 10 beende ich jetzt und die Reihe 10 hat 48 feste Maschen, dann die Reihe 11. Ich werde jetzt diese erste Masche verdoppeln. Ich habe so quietschende Nadeln, dann nehme ich das andere jetzt. Also die erste Masche verdoppeln, dann die weitere 6 festen Maschen häkeln, dann wieder verdoppeln, dann wieder 6 festen Maschen häkeln, verdoppeln, nochmal verdoppeln und wieder 6 festen Maschen häkeln. So, jetzt einmal Doppelmasche häkeln, also verdoppeln und dann 8 feste Maschen häkeln und dann nochmal verdoppeln und weitere 8 feste Maschen häkeln. Und dann ist die Reihe zu Ende und die nächste Reihe und diese Reihe, also die Reihe 11, wird 54 feste Maschen haben und dann die nächste Reihe wieder, also die Reihe 12 auch mit 54 feste Maschen häkeln. Also diese Reihe wird jetzt so gehäkelt, dass man einmal verdoppelt, 15 festen Maschen häkelt, dann verdoppelt, wieder 15 festen Maschen häkelt, verdoppelt, dann 10 festen Maschen häkeln, einmal verdoppeln und dann nochmal 10 festen Maschen häkeln. Also da werden praktisch in dieser Reihe 4 Maschen zugenommen und die Reihe wird zum Schluss 58 feste Maschen haben. Und diese Reihe, also muss man nochmal, also da häkelt man noch 2 weitere Reihen mit 58 feste Maschen. Also als erste Masche wird verdoppelt, dann 15 festen Maschen. So, und jetzt nochmal verdoppeln und dann wieder weitere 15 feste Maschen häkeln, dann verdoppeln, 10 feste Maschen häkeln, verdoppeln und 10 feste Maschen häkeln. Und dann nach weitere 2 Reihen einfach ohne Zunahme und Abnahme häkeln. So, insgesamt habe ich jetzt 15 Reihen gehäkelt und in Reihe 16 fangen wir mal mit Abnahme an. Also die ersten 2 Maschen werden zusammen gehäkelt und dann häkle ich weitere 6 feste Maschen und dieses wiederhole ich 5 Mal, also immer 2 Maschen zusammen häkeln, 6 Festmaschen. Also 2 Maschen zusammen häkeln, dann feste Masche, so, ich habe es jetzt 5 Mal jeweils nach 6 Maschen eine Abnahme gemacht. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt häkle ich 2 Maschen zusammen und häkle weitere 7 feste Maschen und häkle 2 Maschen zusammen und dann wieder weitere 7 feste Maschen. Das ist die Reihe 17 und jetzt werden die 2 Maschen zusammengehäkelt, das habe ich getan, und dann werden 5 feste Maschen gehäkelt und dann werden wieder 2 Maschen zusammengehäkelt und dann wieder weitere 5 Maschen, feste Maschen häkeln und dann
2 zusammenhäkeln. Und das wiederholen wir 7 Mal. Und zum Schluss werden 2 Maschen übrig werden und bleiben und die werden wir zusammenhäkeln. So, wie gesagt, die 2 Maschen, die zum Schluss übrig geblieben sind, werde ich jetzt zusammenhäkeln. Und beginne dann die nächste Reihe. Und die nächste Reihe beginnt auch wieder mit einer Abnahme. Also die 2 ersten Maschen zusammenhäkeln. Und dann 3 feste Maschen. Und das 8 Mal wiederholen. So, und weiter immer. 3 feste Maschen, 2 zusammenhäkeln und das die ganze Reihe bis zum kurz vor Schluss. In dieser Reihe fand immer eine Abnahme statt, also zuerst die 2 Maschen werden zusammengehäkelt, dann 3 feste Maschen und dann wieder 2 Maschen zusammengehäkelt und das 8 Mal. Und zum Schluss ist nur eine Masche übrig geblieben, die werde ich als feste Masche häkeln. Und dann häkle ich die nächste Reihe. In der nächsten Reihe, und diese Reihe hat insgesamt 33 festen Maschen. Also das ist die Reihe 18 und ich habe 33 feste Maschen. In der Reihe 19, die wird 26 feste Maschen haben. In der Reihe 19 die 2 Maschen zusammenhäkeln, 2 feste Maschen, wieder 2 Maschen zusammenhäkeln und dann weiter so die ganze Reihe. Bin am Schluss von dieser Reihe angelangt. Die 2 letzten Maschen werde ich zusammenhäkeln und dann werde ich das bisschen mit Watte füllen. Ich tue mein Quietschteilchen auch in Watte ein bisschen einwickeln und dann in den Kopf rein. Dann häkle ich die nächste Reihe und in der nächsten Reihe werden, das wird ein bisschen schwierig sein. Also, dann nehme ich die ersten 2 Maschen zusammen, also häkle ich die zusammen, nehme Halter ab. Und wieder Quietschnadeln. Und dann häkle ich 3 feste Maschen. Und dann nehme ich wieder 2 ab. Und dann wieder 3 feste Maschen und das gleiche 4 Mal in dieser Reihe. Der Kopf wäre soweit fertig und ich werde jetzt mit der Körper anfangen. Ich habe in vorletzter Reihe von dem Kopf 20 Festmaschen gehabt. Diese Reihe habe ich nochmal nachgehäkelt. Insgesamt habe ich jetzt 21 Reihen und die letzte Reihe ist mit 20 Festmaschen. Ich häkle jetzt die 22. Reihe und in dieser Reihe wird jede 5. Masche verdoppelt. Also, ich werde jetzt jede 5. Masche verdoppeln. Und zwar, ich fange gleich mal hier an. 2. Also wie gesagt, jede 5. Masche verdoppeln in dieser Reihe. Und dann haben wir insgesamt zum Schluss dann 24 feste Maschen. So, die Reihe beenden wir. Und jetzt in der nächsten Reihe werden die 24 feste Maschen gehäkelt. Also die ganze Reihe jetzt mit 24 feste Maschen häkeln. Die Reihe 23 mit 24 festen Maschen habe ich gehäkelt. Und dann häkle ich jetzt die Reihe 24. Und in Reihe 24 wird jede 6. Masche verdoppelt. Und diese Reihe und dann die nächste Reihe, also die Reihe 25, wird auch mit gleicher Maschenzahl gehäkelt, beziehungsweise mit 28 festen Maschen. So. 5. Und dann die
sechste Masche wird verdoppelt. Und das jetzt weiter, jede sechste Masche wird verdoppelt. So, beziehungsweise wird viermal in dieser Reihe verdoppelt. Zum Schluss haben wir 28 feste Maschen und wie gesagt, die nächste Reihe wird auch mit 28 feste Maschen gehäkelt. Also die Reihe habe ich mit 28 festen Maschen gehäkelt und in die 26. Reihe, also da wird jetzt jede siebte Masche verdoppelt. So, die siebte Masche verdoppeln und dann jede weitere siebte Masche verdoppeln und das auch viermal in dieser Reihe und diese Reihe wird zum Schluss 32 feste Maschen haben und darauf folgende Reihe auch mit 32 feste Maschen häkeln. In der Reihe 28 wird jede achte Masche verdoppelt. Also zuerst 7 festen Maschen häkeln, dann die achte Masche verdoppeln und so die ganze Reihe, also das wird viermal wiederholt und diese Reihe hat zum Schluss 36 feste Maschen und dann die nächste Reihe auch mit 36 festen Maschen häkeln. Jetzt habe ich insgesamt 36 festen Maschen und ich werde die Reihe 30 jetzt häkeln. Und in der Reihe 30 findet wieder Abnahme statt, dass unsere Schweinchen ein bisschen Bäuglein bekommt. Und das mache ich jetzt, indem ich jetzt jede achte und neunte Masche zusammen häkle. So. Dann die achte und neunte Masche zusammen häkeln und dann die ganze Reihe so häkeln. In der Reihe 30 habe ich 32 feste Maschen. Reihe 31, da wird jetzt jede siebte und achte Masche zusammen gehäkelt. Und so die ganze Reihe. So, ich habe die Reihe beendet jetzt. Insgesamt habe ich 28 festen Maschen. Ich stopfe das noch ein bisschen mit Füllwatte aus. Und ich werde jetzt die Beine häkeln. Und die Beine werde ich so häkeln, indem ich jetzt diese 28 Maschen in 2 Teile teile. Und zwar für jedes Bein nehme ich dann 12 Maschen und zwischen Beinen lasse ich 2 Maschen übrig. Und so dann häkle ich jetzt ein erstes Bein dann. Ich orientiere mich natürlich an dem Markierungsfaden da und dann werde ich jetzt so rüber gehen. Und zwar, ich habe jetzt da 6 Festmaschen gehäkelt. 2, 4, 6. Und dann zähle ich auch da 2, 4, 6. Also da rein werde ich jetzt stecken. Und meinen Markierungsfaden verlege ich jetzt hier. Und ich habe jetzt da 12 festen Maschen. Die 12 festen Maschen werde ich jetzt die weitere 5 Reihen häkeln. Das Bein ist fast fertig. Die 5 Reihen habe ich gehäkelt und ich habe mit Füllwatte ausgestopft. Und jetzt wird jede dritte und vierte Masche zusammen gehäkelt. Und noch ein bisschen mit Füllwatte füllen. Und jetzt werden jeweils 2 Maschen zusammen gehäkelt. Den Faden durchziehen und noch dann das zweite Bein häkeln. Ich habe jetzt die beiden Beine fertig gehäkelt. Muss ich nachher nur noch das vernähen und diese Bäuglein auch. Und dann fehlen noch nur die vorderen Beine, Ohren und Schnauze. Ich häkle die vorderen Beine oder die Arme, wie man es haben möchte. Und zwar, ich häkle jetzt in einen Fadenring 5 festen Maschen rein. Ich schließe die Reihe und dann nehme ich einen Markierungsfaden und in der zweiten Reihe verdopple ich jede Masche.
So, in dieser Reihe habe ich jetzt 10 Maschen und dann häkle ich die Reihe 3 und in der Reihe 3 wird jede 5. Masche verdoppeln und in der Reihe 3 werde ich 12 feste Maschen haben und diese 12 feste Maschen häkle ich bis zur Reihe 10. So, die 10 Reihen habe ich gehäkelt und jetzt in der 11. Reihe wird jede 5. und 6. Masche zusammengehäkelt, so dass wir am Ende dieser Reihe nur noch 10 feste Maschen haben. Und diese Reihe wird nochmal gehäkelt. Also die Reihen 11 und 12 werden dann 10 feste Maschen haben. So. Und die nächste Reihe mit 10 Maschen, mit 10 festen Maschen häkeln. Also die Reihe jetzt mit einer Kettmasche schließen und so ist unser Arm fertig. Wir brauchen noch mal eins davon. So, ich habe 2 Arme gehäkelt. Die werde ich nachher zunähen, annähen an das Schwein und wir brauchen noch die Ohren. Die Ohren häkle ich so, indem ich wieder in einen Fadenring 5 feste Maschen häkle. Die Reihe beende, nehme einen Markierungsfaden und die Reihe 2, da verdopple ich jede Masche. Also da wird jede Masche verdoppelt und so die Reihe 2 wird dann 10 feste Maschen haben. Da schließe ich die Reihe 2 und in Reihe 3 wird dann jede zweite Masche verdoppelt, so dass ich zum Schluss 15 feste Maschen habe. Und diese 15 feste Maschen häkle ich bis zur Reihe 8. Die 8 Reihen habe ich gehäkelt und jetzt in die Reihe 9 wird jede zweite und dritte Masche zusammengehäkelt. Also zweite und dritte. Diese Reihe hat insgesamt jetzt 10 feste Maschen und dann weitere 2 Reihen mit 10 festen Maschen häkeln und dann ist unsere Ohr fertig. So, die letzte Reihe habe ich beendet, Faden durchziehen und dann nachher annähen und davon nochmal eins häkeln. Jetzt werde ich euch zeigen, wie man die Schnauze häkelt und zwar, da brauchen wir eine Kette aus 3 Luftmaschen. Also 3 Luftmaschen häkeln und dann in die zweite Luftmasche 4 feste Maschen häkeln. Also 4 feste Maschen häkeln. Und in die dritte Luftmasche 5 feste Maschen häkeln. Sie sehen, jetzt entsteht die Nase, die Nasenlöcher entstehen und dann die Reihe schließen und dann die nächste Reihe so häkeln, dass man im hinteren Maschenglied einsticht und einfach nur Kettmaschen häkelt. Sie sehen, so sieht es nachher aus. Einfach die ganze Reihe als Kettmaschen häkeln. Und die Reihe auch mit einer Kettmasche beenden. Und so haben wir unsere Schnauze. Alle Teile sind jetzt fertig und ich werde das jetzt annähen. Und zwar, ich werde zuerst die Ohren annähen und die Ohren, da kann man sich ganz schön oben an dem Anfang orientieren und einfach an diese Ende und diese Ende ein Ohr annähen.
scheint es fertig. Das zweite nähe ich auch hier an. Also die Ohren habe ich jetzt angenäht. Und ich werde jetzt die Arme oder die vordere Beine annähen und zwar seitlich so. Den Faden verstecken. Dann noch das zweite Arm annähen und dann noch die Augen und Schnauze. Da habe ich 2, 4, 5, 6 Reihen von unten, also ungefähr hier. Faden verstecken, nachher abschneiden. Und jetzt noch die Augen. Die Augen kommen auch unter die Ohren und zwar von Anfang an, von oben, wo wir angefangen haben, 7 Reihen. Also dann nehme ich halt auch 7 Reihen von oben. Und dann für die Augen nehme ich 2 Reihen. Dann zwischen die Augen 7, 8 Reihen halt lassen, festmaschen. So ungefähr hier. Sollte schon in der gleichen Reihe sein. So, die Augen wären fertig. Und dann machen wir noch so kleine Pünktchen an der Schnauze oder kleine Streifchen. Genau hier eine und hier auch eine. Somit ist unser Schweinchen fertig.